Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr dieses Longsleeve näht. Das ist perfekt für den Winter geeignet, denn es hat ein bisschen längere Ärmel. Das mag ich immer im Winter ganz gerne und es ist etwas enger anliegend. Dadurch könnt ihr das auch super unter einem Pullover tragen. Das Schnittmuster hat nur 5 Teile und ist deswegen auch für Anfänger super geeignet, also ein schnelles Nähprojekt, wo man schnell schon mal Ergebnisse erzielen kann. Ihr könnt dafür eine normale Nähmaschine benutzen, da braucht ihr aber auf jeden Fall eine Jersey-Nadel und einen elastischen Stich oder ihr näht das Ganze mit einer Overlock. Wenn ihr euren Stoff dann gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, dann können wir mit dem Zuschnitt starten. Dafür habt ihr ja euren Lagenplan und wir legen dann die Teile jetzt gemäß des Lagenplans auf. Wir haben hier oben die Bruchkante und hier unten die Webkante. Das ist ganz wichtig, denn wir haben 2 Teile, die im Bruch zugeschnitten werden. Wir legen dann einmal das Vorderteil genau an den Bruch und auch das Rückteil genau an den Bruch. Dann haben wir noch den Ärmel, der kommt daneben. Und dann haben wir noch den Kragen, der kommt dann hier neben. Ganz wichtig, bevor ihr ausschneidet, messt einmal den Fadenlauf ab und schaut, ob der Fadenlauf parallel zur Webkante liegt. Dafür nehme ich mir immer mein Maßband, messe einmal am oberen Ende vom Fadenlauf und am unteren. Hier passt es jetzt. Und dann könnt ihr es entweder feststecken. Ich habe jetzt hier eine Schneidmatte und kann das dann so auflegen. Wenn ihr dann alles ausgemessen habt, könnt ihr ausschneiden und danach übernehmen wir noch die Knipse. Wir haben am Vorderteil am Saum einen Knips, in der Taille einen im Armloch und dann knipsen wir noch die vordere Mitte. Ich würde euch immer empfehlen, die Knipse nicht einzuschneiden, sondern einfach mit einem so einen Markierstift zu markieren. Das finde ich immer besser. Am Rückteil haben wir auch wieder am Saum, an der Taille und 2 im Armloch, ein Doppelknips und dann knipsen wir auch die hintere Mitte. Am Kragen haben wir 3 Knipse, hintere Mitte, Schulternaht und dann vordere Mitte. Und am Ärmel haben wir auch wieder 2 Knipse am Saum, einen Knips im vorderen Armloch, einen an der Schulter und den Doppelknips am hinteren Armloch. Den Rollkragen brauchen wir nur einmal, deswegen kannst du den natürlich auch in einfacher Stofflage zuschneiden. Wir starten mit den Schulternähten. Dafür legen wir uns Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und dann schließen wir die beiden Schulternähte bei 0,7 cm. Wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr das gerne hier mit der Overlock machen. Sonst bitte immer einen elastischen Stich benutzen. Dann nimmst du dir deinen Kragen und legst ihn rechts aufeinander und schließt die kurze Seite. Und dann kannst du den Kragen danach auch schon mal zur Hälfte falten. Ich habe jetzt hier den Kragen und den Kragen stecken wir jetzt rechts auf den Halsausschnitt. Dafür orientiert ihr euch an den Knipsen. Denn es gibt Knipse, die sind etwas näher beieinander, das ist dann für das Rückteil. Und wir haben Knipse, die sind etwas weiter auseinander, die sind dann für das Vorderteil. Die Naht trifft dann auf eine Schulter. Wir schließen dann die Naht bei 0,7 cm. Auch hier, wenn du eine Overlock hast, kannst du das gerne mit deiner Overlock zusammennähen. Wenn du dies nicht hast, dann bitte immer einen elastischen Stich verwenden. So, der Kragen ist drin. Als nächstes nähen wir dann die Ärmel ein. Dafür legt ihr dann jeweils einen Ärmel rechts auf das Armloch. Ihr könnt die Ärmel daran unterscheiden, dass im hinteren Armloch ein Doppelknips ist und im vorderen Armloch ein einzelner. Und dementsprechend können wir die dann auflegen. Ich habe jetzt hier den Doppelknips, der kommt dann nachher hinten. Und hier im Armloch den einfachen Knips, der kommt dann auf den Knips hier vorne. Und das gleiche machen wir natürlich mit dem anderen Ärmel auch. So, wenn ihr die Ärmel eingenäht habt, habt ihr jetzt hier so einen schönen Seestern, nenne ich ihn immer. Und als nächstes nähen wir dann die Ärmel und Seitennaht. Dafür klappt ihr jetzt das Vorderteil auf das Rückteil oder andersrum, ist eigentlich wurscht. Und halbiert auch euren Ärmel, so dass die Kanten aufeinander liegen.
Und dann könnt ihr in einem Rutsch den Ärmel und die Seitennaht schließen. Wir schließen die Naht dann bei 0,7 cm. So, als letztes haben wir dann noch die Säume. Die könnt ihr, wenn ihr eine Overlock habt, gerne erstmal einzeln versäubern und danach könnt ihr die 2 cm nach oben bügeln und bei 1,5 cm absteppen. Das macht ihr dann mit einem elastischen Gradstich oder einem Zickzack. Ich nehme gerne zum Absteppen diesen Stich hier, den hat aber nicht jede Nähmaschine. Ihr könnt dann aber auch einfach einen Zickzackstich nehmen, den ihr ein bisschen schmaler einstellt. Dann habt ihr auch einen elastischen mehr oder weniger Gradstich. Welchen ich nicht nehmen würde, ist hier dieser Dreifach-Gradstich. Der wird zwar oft empfohlen, dass er elastisch ist, aber ich finde, der ist eigentlich nur was für stark beanspruchte Nähte, wie zum Beispiel bei einer Jeans. So, ich steppe jetzt den Saum bei 1,5 cm ab. Wenn ihr könnt, solltet ihr den Nähfußdruck an eurer Nähmaschine reduzieren. Das ist bei Jersey immer besser, damit der nicht so ausgedehnt wird. Und so schnell geht's, das Longsleeve ist fertig. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@barra-studio.com. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal hier, denn dann verpasst ihr nie, wenn ich Videotutorials hochlade. Und lasst mir gerne einen Daumen hoch da.